think that I'm being that selfish right now. You said yourself you'd be breaking every vow. I can understand you're tired of this town, and I'm not saying that we have to settle down now. Herzlich willkommen zur Folge 7, zum Teil 2 vom Rundgang auf der Farm. Heiße ich euch herzlich willkommen. Ich denke, einige warten schon auf den zweiten Teil von der Farm. Da fange ich jetzt an. Kurz vorneweg nochmal wegen dem Haus. Also da werde ich wahrscheinlich, wenn das gewünscht ist, eben auch ein extra Video von machen, ein kurzes Video davon machen. Werde ich euch das Haus mal zeigen. Und ansonsten würde ich sagen, machen wir jetzt hier dann weiter. Von der Mitte arbeiten wir uns von der Mitte nach hinten durch. Und dann wünsche ich euch viel Spaß mit dem Video. Hoffe, ihr habt da Freude dran. Und vergesst nicht, abonnieren, liken, teilen, alles erwünscht. Also, dann starten wir jetzt den Rundgang auf der Farm vom hinteren Teil. I don't think that I'm being that selfish right now. You said yourself you'd be breaking. Jetzt stehe ich hier beim See. Den See hatte ich ja im ersten Teil noch nicht erklärt gehabt. Also am großen See, quasi mein Hobbysee, wo ich gerne auch mal drin angel. Zeige ich euch kurz. Das ist der See. Da hat meine Frau so eine Art Seerosen gepflanzt, die jetzt mittlerweile ziemlich alles überwuchern hier. Das werde ich jetzt demnächst dann auch mal ein bisschen versuchen in Schach zu halten. Ich werde da einiges rausnehmen müssen, dass ich auch meine Oxygenanlage da hinten auch mal wieder zu Wasser lassen kann, denn das sind, ja, hier sagt man Buadeng und Bualuang. Die hat sie hier damals eingesetzt, die haben sich jetzt mittlerweile schön vermehrt. Da haben wir noch einen Mangobaum, der bereits auch schon Früchte trägt, habe ich gesehen. Da haben wir schon Mangos dran. Dann habe ich hier letztes Jahr 2 Kokosnüsse gepflanzt, 2 direkt nebeneinander. Das habe ich mir sagen lassen, soll eigentlich gut funktionieren, weil die dann schneller wachsen. Aber da bin ich mal gespannt. Vielleicht kann ja Günther mal seinen Kommentar dazu ablassen, ob das wirklich so ist, wenn man da 2 direkt nebeneinander pflanzt. Ansonsten haben wir da auch nochmal einen Mangobaum. Dann haben wir hier einen Bambus gehabt. Den haben wir letztes Jahr komplett runtergeschnitten, weil der uns die komplette Sicht zugemacht hat. Ansonsten um den See rum sind auch Bambus. Ist da hinten auch ein Bambus. Ansonsten ist um den See rum sind auch hochwertige Bäume, also gleich wie im vorderen Teil, um den See rum gepflanzt worden. Habe den See auch ein bisschen beleuchtet mit den Solarlampen. Das sieht dann in der Nacht eigentlich ganz schön aus. Ja, was an Fischarten in dem See ist, da habe ich mehrere Fischarten drin. Zum einen ist es in Thailand sagt man Bladuk. Bladuk ist so eine Art wie in Europa bekannt der Wels. Dann habe ich Blasawai drin. Blasawai ist der Kettfisch. Dann habe ich Blanin drin. Blanin ist wie eine Art ein Barsch, also ein größerer Barsch. Dann Blataptim. Blataptim ist so ähnlich wie der Blanin, nur hat der eine orange-rötliche Farbe. Ist ein sehr gern gesehener Speisefisch hier in Thailand. Ansonsten habe ich noch Blachon, habe ich ein paar drin. Das ist, ja, kann man das vergleichen, so eine Art Raupaal. Habe ich hier drin eigentlich nicht so gern, aber der hat sich hier selber
reingeschleppt. Der frisst mir die ganze Brut von den Fischen. Bin ich eigentlich nicht so erfreut drüber, aber ja, der ist nun mal drin. Und ansonsten habe ich noch Blakeng drin. Blakeng, das ist ein Buntbarsch. Ja, das war es eigentlich soweit an den Fischen her. Ist eigentlich eine große Palette, was hier an Fischarten drin sind. Bin ich nicht böse drum. Wie gesagt, ich nehme da hin und wieder Fische raus zum Räuchern, wenn ich Lust habe zu angeln. Das ist nicht wie ein Forellenteich hier. Also nicht, dass er denkt, man hält die Angel rein und hat sofort einen Fisch dran. Das ist hier doch noch Natur. Und die werden auch nicht so oft hier von mir gefüttert. Also die sind auch, ja, da macht das Angeln doch auch noch ein bisschen Spaß hier drin. Ja, das ist soweit der See. Ihr wisst ja, wenn ihr Fragen habt, weitere Fragen habt zu den Fischarten oder zum See, dann einfach ab damit in die Kommentare und dann werde ich euch das sicherlich beantworten. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt mal weiter, weg vom See und dann zeige ich euch ein bisschen den Rest. Jetzt sind wir dann bereits hinterm Haus. Hinter mir seht ihr auch noch mal einen Mangobaum. Hatte ich hier Kokosnüsse gepflanzt oder meine Frau damals auch noch. Einer. Und dann haben wir hier noch einen zweiten. Die werden es wahrscheinlich nicht überlebt haben, weil wir hier zur Regenzeit, also zur letzten Regenzeit, richtig extrem Wasser hatten. Das Wasser stand fast bis zur Hauskante oben, also fast bis zur Terrasse. Ja, somit waren die Kokosnussbäume hier komplett unter Wasser. Und somit denke ich, werden die das nicht überlebt haben. Ja. Aber ja, ich gebe es noch nicht auf. Solange ich die noch nicht aus dem Boden rausziehen kann, gehe ich davon aus, dass da vielleicht doch noch was kommt. Ich bin da immer sehr optimistisch. Dann haben wir hier Wassertanks. Da gab es ja auch mal einen Kommentar dazu. Da hat mich ein Zuschauer mal gefragt gehabt, was die Tonkrüge hier an Fassungsvermögen haben. Die haben, ich müsste jetzt wirklich lügen, weil das schon eine Weile her ist, wo wir die gekauft haben. Aber wenn ich es noch recht im Kopf habe, dann hat so ein Wassertank 4200 Liter Fassungsvermögen und hat damals gekostet 1200 Baht, so ein Tonkrug. Und das war einfach anfangs gedacht, um das Grundstück hier zu bewässern. Also die Pflanzen hier drauf, die Bäume, das hat dann nur notdürftig funktioniert. Wir haben das über die Solaranlage, die in dem kleinen Häuschen ist, betrieben gehabt. Wir haben dann hinten aus dem Fluss raus eine Pumpe war dort untergebracht in dem Fluss. Von dem Fluss haben wir dann das Wasser rausgepumpt in die Tanks hier rein. Das hat aber, wie gesagt, ja, nur notdürftig funktioniert, weil wir zur Trockenzeit, hatte ich euch ja erzählt, ist der Fluss außenrum so gut wie leer, je nachdem wie lang die Trockenperiode denn auch geht. Somit haben wir dann eigentlich zur wichtigsten Zeit, wo wir hätten Wasser brauchen können, haben wir kein Wasser gehabt, weil wir aus dem Fluss nichts mehr rauspumpen konnten. Das war zwar trotz alledem eine gute Idee, dass wir das gemacht hatten, weil wir konnten auch zur Regenzeit, sage ich mal, wenn es denn dort auch mal längere Trockenperioden gab, konnte man dann trotzdem die Bäume bewässern von den Tanks her. Genau. Und ansonsten haben wir dann hier unseren Tiefbrunnen, der erste, der als allererstes hier gebaut wurde oder gebohrt wurde, so muss ich sagen. Und von dem Tiefbrunnen aus versorgen wir das Haus. Da sind zwar auch noch etliche Wasserleitungen angeschlossen, weil wir anfangs immer nur mit der Pumpe gearbeitet haben, um hier einiges zu bewässern.
Und das werde ich aber alles so langsam jetzt Stück für Stück zurückbauen. Die Plastikrohre hier, entweder verwende ich die selber weiter, das was ich nicht verwenden kann, verkaufe ich dann einfach die Plastikrohre, die PVC-Rohre. Weil ich möchte das alles ein bisschen eigentlich zurückbauen, dass ich hier nicht auf dem ganzen Land überall verstreut die PVC-Rohre liegen habe. Eigentlich nur noch da, wo ich es dann eigentlich tatsächlich einfach brauche. Ansonsten hatte ich letztes Jahr hier so ein Randgerüst, so ein größeres gebaut für die Passionsfrucht, die hier ist. War eigentlich gedacht, dass die da hochrankt. Die wächst aber leider einfach nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich hoffe, dass ich das dieses Jahr noch ein bisschen besser hinkriege. Vielleicht werde ich auch noch mal 1, 2 Passionsfrüchte dazu kaufen und die an den anderen Pfosten hinstellen, dass ich da vielleicht trotzdem das Randgerüst nutzen kann. Jetzt sind wir ein Stück weiter gegangen. Jetzt zeige ich euch meine Olivenbäume. Das ist ein Olivenbaum. Daneben haben wir dann wieder einen Mangobaum. Das ist eben ein Olivenbaum. Da hinten habe ich den zweiten Olivenbaum. Die tragen jedes Jahr eigentlich sehr gut Früchte. Jetzt letztes Jahr, also so im Ende Jahr, haben sie nicht ganz so viel Früchte gehabt. Ich vermute eben, das ist einmal ein Jahr hat er viel, das nächste Jahr dann wieder weniger. Die sind jetzt schon ein paar Jahre alt, also die Oliven fangen jetzt so langsam an schön zu schmecken. Das wird immer besser. Dann haben wir hier auch wieder einen Mangobaum. Dann haben wir hier so eine kleine schöne Allee mit Bambusbäumen. Das ist eigentlich so die Bambussorte, wo ich am liebsten habe. Das sieht wunderschön aus, wenn es so eine kleine Allee ist mit den Bambusbäumen. Die geht dann hier weiter. Die Allee. Dann seht ihr hier meine Kokosnussbäume. Die Kokosnussbäume, die habe ich jetzt alle unten soweit heute beschnitten. Jetzt sieht das wieder schön aus. Dann haben wir hier, das sind 3 alte Reisfelder. Das erste, das zweite, da hinten ist das dritte. Da wissen wir ehrlich gesagt noch nicht, was wir mit den alten Reisfeldern machen. Meine Frau hatte da vor, vielleicht Frösche zu machen. Da bin ich noch nicht so davon überzeugt, weil mir das dann zum einen auch noch mehr Arbeit macht. Ich bin am Überlegen, ob ich die Frösche vielleicht in den Tonkrügen, die ihr vorher gesehen habt, dort drin mache. Aber ja, also so ganz aktuell wissen wir noch nicht, was wir mit den alten Reisfeldern da machen. Hier haben wir dann auch noch mal so einen kleinen Teich, kleiner See, der leider auch zu niedrig ist und auch immer wieder das Wasser verliert, sage ich mal, in der Trockenzeit. Ihr seht, er ist leer. Der war auch mal gedacht, so dass man da schön auch vielleicht ein paar Seerosen drin machen kann. Hat eben leider, wie gesagt, nicht funktioniert. Ja, das ist ein bisschen schade, weil ich habe da zwar auch mal überlegt, in der Regenzeit Fische einzusetzen, und die Fische dann halt zur Trockenzeit dann eben zu entnehmen, zu verkaufen, zu verwerten, wie auch immer. Ja, aber das ist einfach für mich ein bisschen schwierig, weil ich die Trockenperiode immer schlecht abschätzen kann. Und wenn die Fische dann noch nicht richtig abgewachsen sind, dann bin ich da eigentlich kein Freund davon, die dann so zu entnehmen, wenn sie nicht verwertbar sind. Gut, ich könnte sie, sage ich mal, ich könnte die Fische bei mir dann in den großen See setzen, aber das macht für mich alles irgendwie nicht so wirklich Sinn. Und von daher, ja, habe ich mich dagegen entschieden, da Fische einzusetzen und werde das einfach in meinem großen See machen, weil ich will sowieso nichts mehr großartig mit Fische anfangen, also sage ich mal zum Verkauf.
das lohnt sich einfach nicht, das Geschäft, weil da ist das Futter zu teuer als das, was man nachher als Ertrag denn da rausbekommt. Someone like you. Stardust, stardust. Ooh, yeah. I'm the lazy one, so I guess I should have known. You said yourself you wanna do this alone. Dann würde ich sagen, laufen wir mal weiter nach hinten. Durch die, seht ihr ja, durch die schöne Eukalyptusallee hier. Sieht wirklich schön aus, wenn man hier lang läuft. Was ihr hier immer seht, dieses Grüne oder dieses Grüne, das ist Galgant. Das hat meine Frau damals, als wir das Land hier angefangen haben aufzubauen, sehr viel gepflanzt, weil Galgant ist ein guter Bodenverfestiger, sage ich mal. Dadurch, dass das ja hier alles durch einen Bagger entstanden ist, die Flüsse, die Seen und so weiter, haben wir hier damals sehr viel Galgant gepflanzt, um einfach den Boden ja, zu verfestigen, dass die Gräben da auch nicht da einbrechen. Hier haben wir einen Teich, den ich regelmäßig befülle. Da wäre jetzt noch eine Möglichkeit, wo ich Fische einsetzen könnte. Da bin ich noch am Überlegen, ob ich da was in die Richtung mache, dass ich da noch Fische einsetze. Aber ja, das muss ich mir alles noch gut überlegen. Den See, den befülle ich auch wöchentlich. Und zwar hat es den Hintergrund, meine Frau hat hier in dem See eben auch Seerosen gepflanzt. Sie liebt Seerosen und sie hatte eigentlich schon in allen Seen hier rum Seerosen gepflanzt. Ihr habt ja gesehen, in den vorderen Seen, die sind trocken. Sie überleben zwar auch eine gewisse Zeit, wenn der Boden noch feucht ist, aber wenn der Boden dann komplett ausgetrocknet ist, gehen die natürlich ein. Und um meiner Frau da eine kleine Freude zu machen, befülle ich hier den kleinen Teich. Ich hoffe, wenn sie das Video sieht, sie dankt mir das ein bisschen, weil das ist wirklich eine Heidenarbeit, das Ding immer zu befüllen. Das Wasser könnte ich woanders auch brauchen, aber ich möchte ihr das zumindest hier ermöglichen, dass sie ihre Seerosen anschauen kann denn mal und schicke da auch hin und wieder den Fotos, Updates, weil sie fragt dann immer wieder danach, hat der See noch Wasser, leben meine Seerosen noch und ja, das bewässere ich eben auch oder fülle ich auch regelmäßig und ihr wisst ja eben, ich fülle ja auch oder ich bewässere ja auch meine Kokosnussbäume und bewässere da quasi Linie für Linie und ja, und dementsprechend befülle ich auch den See einmal die Woche. So, jetzt sind wir dann hinten oder so ziemlich fast hinten angekommen. Da zeige ich euch auch ein bisschen, was hier hinten wächst. Also wir sind jetzt quasi hinter dem Teich mit den Seerosen. Hier haben wir noch einen Rambutanbaum. Den habe ich dann damals, als ich hierher gekommen bin, erstmal aus dem Unkraut befreien müssen. Habe den dann wieder ein bisschen hochgepäppelt. Also er ist noch nicht tot, er hat noch grüne Blätter dran. Ich hoffe, er kommt dieses Jahr ein bisschen besser. Wo ich ein bisschen mehr retten konnte, ist der Rambutanbaum, also Ngo. Der ist sehr schön gewachsen, seitdem ich hier bin. Bin ich stolz drauf. Ja, den konnte ich ein bisschen besser hochpäppeln. Ich hoffe aber trotzdem, dass der andere auch kommt. Hier haben wir dann wieder diesen Galgant, den ihr da seht. Also Galgant ist ja ähnlich wie, also ich empfinde es ähnlich wie Ingwer. Ich habe es nicht wirklich gern.
Genau. Da hinten habe ich heute freigeschnitten. Bin da mit der Motorsense durch. Habe zum einen die Bäume freigelegt, die da wachsen, die kleineren. Und der hauptsächliche Grund, warum ich das hinten freigeschnitten habe, ist einfach aufgrund dem Feuer, was jetzt vermutlich demnächst wieder losgehen wird, weil jetzt geht es dann wieder an die Zeit, wo man wieder anfängt, Reis zu pflanzen. Und dann werden die dort sicherlich wieder die Felder abbrennen, was für mich nicht logisch ist, weil das ist ja auch Dünger. Das Stroh, was da noch drin steckt, also warum man das abbrennt und nicht als Dünger verwendet, ist mir, ja, verstehe das nicht ganz, aber so sind die Leute hier, die brennen das halt ab, das geht schneller. So, jetzt bin ich am hinteren Tiefbrunnen angekommen. Also jetzt sind wir ganz hinten, so mittig vom Land. Jetzt bin ich eben am Tiefbrunnen. Hier im Hintergrund seht ihr wieder Bambus. Also Bambus ist hier auch überall gepflanzt worden. Seht ihr den Bambus? Aber wir waren jetzt beim Thema Tiefbrunnen. Da ist mein Tiefbrunnen. Das ist der Tiefbrunnen, wo der Wünschelrutengänger mir gefunden hat, wo einwandfrei funktioniert. Aus dem Tiefbrunnen geht die Leitung quasi raus. Dort verteile ich es einmal nach links, einmal nach rechts aufs Land. Und das geht bis so ziemlich mittig, also fast bis ans Haus ran. Ich könnte sogar theoretisch eben in der Mitte vom Land auch nochmal weitergehen, von dem Tiefbrunnen hinten aus, und könnte nach vorne hin was bewässern, wenn ich das möchte. Ist aber im Moment nicht notwendig und insofern, ja. Aber das ist auf jeden Fall der Tiefbrunnen. Der hat eine Tiefe von, ich glaube, hier ist er runter auf 63 Meter. Kommt nicht ganz viel Wasser, aber ich kann damit definitiv arbeiten. Ich kann da eine einigermaßen große Leitung verwenden. Für mich ist es ausreichend hier. Ich kann, wie gesagt, die Kokosnussbäume bewässern. Ich kann den Teich hier befüllen. Also ja, es ist ausreichend. Aber mehr wäre natürlich schöner. So, dann gehen wir mal weiter, weil der Tiefbrunnen, der wird auch autark gespeist von einer Solaranlage, die dort ist. Da gehen wir jetzt mal kurz hin und dann zeige ich euch das mal, wie das aussieht. So, da ist meine Solaranlage. Hier haben wir die ganze Elektrik. Die arbeitet jetzt auch gerade. Hat noch ein bisschen Sonne. Ist abgesichert. Ist auch geerdet, klar. Das Gehäuse und die Anlage. Die Solaranlage, also ich arbeite hier mit 4 Panels. Ein Panel liefert mir 340 Watt. Also somit sind es 1360 Watt, müssten das sein. Ich habe in dem Tiefbrunnen eine Pumpe drin, die 750 Watt hat, weil ich damals eben nicht gewusst habe, wie gut die Wasserblase da unten ist. Habe damals eine große Pumpe gewählt. Also es gibt sicherlich auch noch größere, aber ich habe hier eine 750 Watt Pumpe. Warum 4 Panels? Ich hatte damals, als ich das alles so geplant hatte, die Überlegung, falls ich doch nochmal ein Wasserloch oder eine Wasserblase finden werde, hätte ich eben auch noch die Möglichkeit, hier zusätzlich eine kleine Pumpe anzuschließen. Aber somit, ja, ich hatte aber alles schon geplant. Das Gerüst oder das Gestell für die Solarpanel war auch schon gebaut. Und ja, habe das dann halt trotzdem verwendet.
Das ist ein bisschen überdimensioniert. Also ich könnte da sicherlich auch nochmal eine Pumpe mit 250, 300 Watt drum anschließen. Aber ja, da ich hier keine Hoffnung mehr habe, hier noch Wasser zu finden, an alle, die Wasserlöcher bohren, ist es jetzt auch ein Aufruf, wenn ihr euch der Aufgabe annehmen wollt, hier auf meinem Land vielleicht doch noch ein vernünftiges Wasserloch zu finden, seid ihr herzlich willkommen. Also wenn das jemand sieht oder ein Spezialist hat, schickt ihn vorbei. Wäre froh, wenn ich hier doch noch irgendwo eine vernünftige Wasserblase finden würde. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt mal weiter nach hinten. Hier auf der Linie haben wir damals viele Früchte gepflanzt. Da haben wir einen Lychee-Baum, also Litchi, auch nochmal Lychee. Lychee. Ich habe vorher auch schon gesehen, die bekommen auch schon Blüten. Ich hoffe, man sieht es. Also ich hoffe, dass da dieses Jahr ein paar Lychee kommen. Hier haben wir wieder diesen Galgant. Auch wieder Lychee. Lychee. Dann haben wir hier einen Mangobaum, der auch schon Früchte bekommt jetzt hier. Dann haben wir hier auch 2 Mangobäume. Einer, da ist der zweite. Und jetzt eine Kokosnusspalme. Wie gesagt, habe ich heute alles schön beschnitten. Hier seht ihr jetzt, wie ich bewässer. Da kommt jetzt nicht mehr so viel, weil die Sonne jetzt fast weg ist oder hinter den Wolken ist. Das Ganze steuere ich eben über diese Hähne. Da steuere ich quasi, wo das Wasser denn hingeht. Und so sieht es denn aus. Also es kommt dann stärkerer Strahl raus, sage ich mal, wenn es dann wieder alles läuft. Ja, auch da, wenn ihr ein bisschen mehr Infos haben wollt oder wenn ich da ein bisschen näher drauf eingehen soll, auf die Bewässerung hier, dann schreibt mir das in die Kommentare. Dann kann ich das beantworten. Da haben wir auch einen Mangobaum. 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 Auch Mangobaum, der auch schön Früchte bekommt. Haben wir auch schon ein paar größere Früchte. Ja, also ihr seht, hier im hinteren Bereich sind dann mehr die Früchte tragenden Bäume. Vorne hatten wir ja eben mehr das hochwertige Holz und hinten haben wir dann ein bisschen mehr Wert drauf gelegt, da einfach ziemlich viel Früchte anzupflanzen, anzubauen. I don't think that I'm being that selfish right now. You said yourself you'd be breaking every vow. I can understand you're tired of this town, and I'm not saying that we have to settle down now. Jetzt
kämpfe ich mich so langsam wieder ein bisschen vom hinteren Bereich nach vorne. Zeige euch da aber trotzdem noch ein paar Sachen. Und zwar hatte ich euch ja erzählt, dass ich gerade noch dabei bin, im hinteren Bereich so ein paar Bäume zu eliminieren, die ich hier nicht so mag. Das sind nämlich gerade die. Der da, ihr seht, die wachsen mir relativ schnell und sehr buschig über meine Kokosnussbäume. Die bekommen dann kaum noch Licht. Darum bin ich da jetzt immer noch dabei, die eben zu eliminieren. Und wenn wir gerade dabei sind, dann zeige ich euch gleich noch ein kurzes Update von den 5 Bäumen, die ich neu gepflanzt hatte. Das ist hier der Don Va, was ein ziemlich großer Baum wird. Dann haben wir hier den nächsten Fire Tree, also Don Nionam. Und die haben sich wirklich schön erholt. Also ich vermute, die haben schön gewurzelt schon. Die wachsen jetzt recht gut. Jetzt zeige ich euch die anderen noch. Hier seht ihr noch wieder meine schönen Kokosnussbäume, die jetzt wunderschön beschnitten sind. Ich hoffe, Günther ist stolz auf mich, wenn er das Video sieht. Hier dann ein weiterer Baum, den ich ja gepflanzt hatte, Fire Tree, der auch. Und der letzte. Also die wachsen recht gut. Bin da wirklich zufrieden mit. Und aktuell bewässere ich immer noch mit dem Eimer. Ich habe zwar mittlerweile das Material da, aber jeder, der schon ein paar Folgen von mir gesehen habt, ihr wisst, ich setze meine Prioritäten ein bisschen anders. Ich hatte jetzt eben zur Priorität, jetzt ein bisschen da im hinteren Bereich das Unkraut frei zu machen, eben aufgrund des vielleicht nahenden Feuers, was sie jetzt demnächst wieder wahrscheinlich bald einsetzen wird. Darum wollte ich da hinten jetzt freischneiden vom Unkraut her, dass, wenn es da anfängt zu brennen, dass da nicht viel Material gibt, wo da brennen kann. So, dann würde ich sagen, gehen wir mal weiter nach hinten. Also wie gesagt, die Wasserrohre, die Tröpfchenbewässerung von den Bäumen, das Material habe ich alles da und das werde ich doch demnächst jetzt irgendwann angehen. Dann gehen wir eben weiter. Hier haben wir die Lieblinge von Robert, wo Robert ja so begeistert war. Das sind meine Cashewbäume, die eben immer mehr Früchte bekommen. Wir haben jetzt denn heute doch die Bäume ein bisschen beschnitten, weil ich habe Verstärkung bekommen. Meine Frau ist, ich glaube, irgendwo da ganz hinten jetzt gerade und arbeitet ein bisschen. Aber sie wollte wieder nicht vor die Kamera. Vielleicht schaffe ich es ja doch irgendwann jetzt demnächst denn. Das sind eben die Cashewbäume. Da haben wir 1, 2, 3, 4 Bäume davon. Und die haben wir jetzt eben heute doch ein bisschen unten beschnitten, weil wir gesehen haben, die Kokosnussbäume hier, die bekommen doch relativ wenig Sonne auch. Und da haben wir jetzt heute ein bisschen beschnitten, die Bäume hier. Aber sie haben trotzdem noch genügend Blüten. Also es wird dieses Jahr sicherlich was kommen. Und dieses Jahr will ich eben dann auf jeden Fall versuchen, die Cashewkerne zu ernten denn. Meine Frau hat mir erklärt, wie das geht, wann ich erkenne, wenn die reif sind. Werde die dann trocknen, also schälen, trocknen und werde die dann kurz anrösten in der Pfanne und dann hoffe ich, dass die schmecken. Aber ja, ihr seht ja hier wunderschön, wie sie wachsen. Sind zwar sehr viele Ameisen dann,
Aber da wird sicherlich dieses Jahr eine Menge kommen. Und da bin ich wirklich gespannt drauf. Jetzt bin ich an meinem Schweinestall angekommen. Schweinestall, Hühnerstall. Der wurde von mir auch selbst gebaut mit Hilfe vom Neffen. Der, also für das Grundgerüst, sage ich mal, für die Pfeiler, fürs Dach, da hat mir damals der Bruder von meiner Frau geholfen. Und den Rest, alles verkleiden und so weiter, hat mir damals der Neffe geholfen. Weil allein, das wäre ein Unding gewesen, aber es ist auf meinem Mist gewachsen, das Ding. Und ich bin da eigentlich auch zufrieden mit. Es sieht eben so aus. Dort sind meine Schweine untergebracht. Dort sind die neuen Hühner. Und ganz links, ganz außen sind die älteren Hühner. Ich habe jetzt leider nur noch 56 Hühner, weil mir vor 2 Wochen ein Huhn von den älteren Hühnern gestorben ist. Das hatte ich vor 2 Wochen begraben. Jetzt habe ich eben noch 56 Hühner, ein Hahn und 3 Wildschweine. Die hatten letztes Jahr Junge. Hier meine Passionsfrucht. Und hier wächst eine Papaya. Wahrscheinlich aus dem Mist von den Schweinen. Da muss ich auch mal wieder ein bisschen abtragen. Dann habe ich auch wieder schön Dünger. Die Schweine, für die habe ich hier auch zu der warmen Zeit, Entschuldigung, wenn der Ton gerade nicht, die haben Hunger, habe ich eine Dusche. Ich hoffe, ihr seht es. Mit der Dusche, da kann ich zu der heißen Zeit, so im April, wenn es hier über 40 Grad hat, kann ich die Schweine hier duschen, kann die ein bisschen abkühlen und lasse das immer so lang laufen, dass sie dann auch sich da drin auch suhlen können. Dann weiter habe ich hier einen Auslauf für die Schweine gebaut. Da lasse ich die Schweine laufen. Da lasse ich die Schweine immer raus, wenn ich hier auf dem Land arbeite, lasse ich die immer laufen, weil ja, ich lasse die nicht jeden Tag laufen oder nicht unbeaufsichtigt laufen, sage ich mal so, weil ich einfach der Meinung bin, dass das mir zu gefährlich ist, weil Wildschweine, ihr wisst selber, die machen auch ordentlich mal Rabatz. Und solange ich hier auf dem Land bin und das dann höre, wenn die da irgendwie versuchen auszubrechen, dann kann ich da aktiv werden, dann kann ich dagegen steuern. Wenn ich hier nicht auf dem Land bin und lasse die laufen und die mir nachher irgendwo in den See nachher fallen oder so und dann da nicht mehr rauskommen, das wäre einfach schade. Und darum lasse ich die immer nur dann laufen, wenn ich hier auf dem Land arbeite. Und eben, ich hatte letztes Jahr Junge, hatte 12 Junge. Ja, hatte jetzt überlegt gehabt, eine künstliche Befruchtung zu machen, weil ich die Männchen abgegeben habe, aber weil ich keine Inzucht hier haben möchte. Aber eine künstliche Befruchtung ist auch nicht so einfach, wenn man hier kein Eber hier hat, dann ist es ein bisschen schwierig. Drum werde ich wahrscheinlich jetzt da nicht mehr großartig mit Junge anfangen. Ich bin jetzt noch am Überlegen, ob ich eventuell hier bei dem einen Schweinestall, der jetzt noch frei ist, ob ich da eventuell mir Enten anschaffe. Aber das ist alles noch so eine Überlegung, ob ich das mache oder nicht. Das muss ich einfach abwägen von den Kosten her. Und eben ansonsten die Hühner, habt ihr ja auch schon mal gesehen. Da habe ich auch noch die Überlegung, Hühner zu züchten, weil ich ja eben einen Hahn dabei habe, der jetzt mittlerweile auch schon geschlechtsreif ist. Und da bin ich jetzt am Überlegen, ob ich da vielleicht mal junge Hühner züchte und
Das sind alles nur Überlegungen, weil ja, es ist zwar mein Hobby, sage ich mal, aber durch die Hühner finanziere ich mir, oder durch den Verkauf der Eier, sage ich mal, nicht durch die Hühner. Nicht, dass ihr denkt, ich schlachte meine Hühner hier, das mache ich nicht. Durch den Verkauf der Eier finanziere ich ja eben mein Futter, das Futter für die Schweine, das Futter für die Hühner. Und für mich ist das so eine quasi 0-auf-0-Rechnung. Wenn ich meine Arbeit rechne ich da gar nicht. Und wie gesagt, es ist zwar mein Hobby, aber wenn ich dann ein bisschen mir das Futter dadurch finanzieren kann, bin ich glücklich. Wenn die Familie denn da noch ein bisschen Eier essen kann, dann ist das okay. Und ich selber natürlich auch. Und ja. Noch was zu meinen Hühnern. Und zwar, es gab ja mal einen Zuschauerkommentar, warum ich die Hühner denn nicht draußen frei rumrennen lasse, dass sie Würmer, meine Termiten und sonst was essen können. Kann ich leider nicht. Gibt da mehrere Gründe. Ich hätte zwar eine Möglichkeit über einen Schlauch, also quasi wie einen kleinen Schlauch vom Stall wegzuziehen, wo die dann in dem Schlauch rumrennen können, aber ich entscheide mich einfach dagegen, weil wir haben hier Schlangen, wir haben hier Skorpione. Wenn mir denn so ein Huhn denn abhanden kommt, das wäre für mich schon schlimm, sage ich mal, weil eben, ihr wisst ja, ich verkaufe die Eier, ich brauche die Eier, und wenn ich da immer wieder die Hühner ersetzen muss, bis die dann wieder Eier legen, das geht einfach zu lang. Und die andere Seite ist einfach, was auch ist, je mehr Auslauf die haben, umso weniger Eier legen sie, und somit hätte ich auch weniger Eier, und das möchte ich dadurch einfach vermeiden. Aber nichtsdestotrotz bin ich der Meinung, dass es meinen Hühnern gut geht. Man erkennt daran an den roten Kämmen, dass die Hühner gesund sind, dass sie glücklich sind. Meine haben einen ausreichend großen Stall, haben Sitzstangen, sie haben Stroh, es ist eingestreut, sie können durchwühlen, picken und so weiter. Also ich bin der Meinung, sie sind glücklich, und genauso wie die Schweine. Wenn man da hingegen in Europa schaut, wie die Hühner in Legeboxen gehalten werden oder die Schweine in ganz enge Ställe, auch in, sage ich mal, Gitterställe, da haben es meine Tiere hier gut, und ich kann das einfach so nicht machen, und bitte da um Verständnis. Ich würde sie gern frei rumrennen lassen, aber ja, das macht so schon mehr Sinn. Ansonsten, meine Hühner legen jetzt, also die neuen Hühner, legen jetzt mittlerweile zwischen, sage ich mal, 10 und 13 Eiern pro Tag. Das war lang nicht so. Ich habe die Hühner über Facebook gekauft. Muss da sagen, habe da eine sehr schlechte Erfahrung gemacht. Er hat mir die Hühner damals verkauft, hat gesagt, sie sind 16, 17 Wochen alt. Nach 4 Wochen legen die Eier. Das war leider nicht so. Ich bin der Meinung, er hat mich betrogen. Die Hühner, ich habe schon gemerkt, als die gekommen sind, die sind sicherlich viel jünger als 16, 17 Wochen. Und deswegen haben die jetzt so lange gebraucht, bis die endlich mal angefangen haben, Eier zu legen. Deswegen, ich kann euch nur mit auf den Weg geben, wenn ihr hier in Thailand seid, irgendwas kauft, seid vorsichtig. Es gibt hier genug Betrüger. Ihr seht, ich bin da komplett angegangen. Ich hatte schon mal Hühner gekauft, die haben tatsächlich nach 4 Wochen Eier gelegt. Also ich bin da schlichtweg betrogen worden. Und umso mehr bin ich jetzt natürlich glücklich, dass sie jetzt doch so langsam anfangen, Eier zu legen. Und ja, bin froh, weil jetzt rentiert sich das so langsam wieder ein bisschen. Vorher war das eine riesige Nullnummer, 30 Hühner mit Futter zu versorgen, könnt ihr euch vorstellen. Aber jetzt wird es wieder so langsam, und heute waren es sogar 35 Eier. Also jetzt macht das Ganze wieder Spaß. Bin froh, dass die neuen Hühner endlich Eier legen. Jetzt zeige ich euch noch 2 weitere kleine Teiche. Das da hinten, ganz hinten ist ein Teich noch, und hier ist ein Teich. Da hatte ich letztes Jahr Fische drin, also diese Bladuk, diese Welsart, und Blakeng, diese Buntbarsche. Ich wollte die Fische damals auch verkaufen, habe die klein gekauft,
wollte die großziehen und musste aber natürlich auch die beiden Becken befüllen und habe das jetzt dieses Jahr oder letztes Jahr denn noch zur Regenzeit, die haben mich alle für verrückt erklärt, weil ich zur Regenzeit die Becken hier geleert habe. Aber da haben wir alle zusammengeholfen, meine Freunde, meine Familie. Wir haben beide Seen leer gepumpt zur Regenzeit. Und weil ich wollte es einfach beenden, das Thema, weil das hat mir letztendlich viel Geld gekostet fürs Futter. Und ich hatte hier eine Riesenplage, oder nicht hatte, habe ich immer noch, mit so eine Art Kormoran, der hier immer wieder kommt. Also hier saßen teilweise 15, 20 so Vögel, die mir hier die Fische rausgepickt haben, so dass ich zum Schluss, sage ich mal, vielleicht so einen halben Eimer voll, oder ja, es war ein bisschen mehr, aber das, was ich da verdient habe, das stand dem gar kein Verhältnis, was ich ausgegeben habe fürs Futter. Und somit habe ich das Thema dann auch beendet, Fische. Und deswegen habe ich euch ja vorher auch schon erklärt, ich werde da sicherlich auch nichts mehr machen in die Richtung. Das rentiert sich einfach nicht. Da bleibe ich lieber bei meinen Hühnern, bei meinen Schweinen, habe mein Hobbysee noch, wo ich eben, wenn ich räuchern will, Fische rausholen kann mit dem Netz. Wenn ich angeln will, kann ich dort angeln. Und das Thema Fische heranziehen, das habe ich aufgegeben mittlerweile. Und deswegen, was ich da eben auch noch das Problem hatte, die Becken musste ich auch immer wieder befüllen, dass die Fische auch genug Wasser haben, weil wenn die bloß 50 cm Wasser haben, wachsen mir die Fische auch nicht. Und somit hatte ich da durch das Wasserproblem, was ich hier auf dem Land habe, hatte ich da somit nochmal ein Problem mehr, weil ich musste die 2 Teiche füllen, ich musste meine Kokosnussbäume bewässern, ich musste den Teich von meiner Frau, ihren Seerosen, befüllen und das Wasser war einfach nicht genug. Und ja, deswegen habe ich mich dann irgendwann dagegen entschieden. Hätte ich jetzt genug Wasser hier auf dem Land, würde ich das Ganze vielleicht dann nochmal überlegen, ob ich das doch nochmal machen würde, aber so hat es für mich keinen Sinn gemacht. So, jetzt seht ihr ja im Hintergrund und vor mir, jetzt stehe ich hier wieder in den Alleen der Eukalyptusbäume. Hier stehen am meisten Eukalyptusbäume. Seht ihr ja, das sind mehrere Reihen an Eukalyptusbäumen. Hier haben wir dann eben zur Regenzeit sehr viel Pilze. Also an den Eukalyptusbäumen wachsen auch sehr viel Pilze. Da hatte ich letztes Jahr wirklich gut ernten können. Habe da, glaube ich, so einen ganzen Beiwagen voll an Pilzen rausgetragen. Und ich hoffe, dass dieses Jahr die Pilze auch wieder schön kommen. Dass ich hier auch wieder ein paar Pilze dann ernten kann. Die Pilze schmecken bitterlich. Ich mag sie nicht so. Also gekocht verlieren sie ein bisschen das Bittere. Aber ja, also ganz so mein Ding sind die Pilze nicht. Aber hier die Leute, die sind hier scharf drauf. Meine Frau hat mir schon gesagt, jetzt auch dieses Jahr wieder, wenn die Saison dann wieder losgeht, pass auf, dass nicht Leute hierher kommen und die Pilze dann klauen. Da werde ich ein Auge drauf haben. Aber da habe ich im Grunde genommen nicht so viel Angst, weil das Haus, das Grundstück ist hier größtenteils kameraüberwacht und somit ja, mit Einbrecher habe ich hier nicht so große Angst. Gehen wir ein bisschen weiter. Auch hier haben wir Kanunenbäume, sogar auch schon Früchte. Was wir hier noch haben, ist meine Frau. Ich darf sie nicht filmen. Hier haben wir noch, das kennt ihr sicherlich auch, diese Dragon Fruit, Geomangorn. Die hat meine Frau damals mal mit der Schwiegertochter zusammen gepflanzt. Aber ja,
Die wachsen hier zwischen den Eukalyptusbäumen nicht so schön, weil die natürlich auch gern Sonne haben. Hier seht ihr den zweiten Versuch, den sie damals gestartet hatten, Wasser zu finden, so wie ich es auch hier vorne erklärt habe, wo sie tatsächlich dann doch auch kein Wasser gefunden haben. Ja, jetzt sind wir dann quasi einmal um den hinteren Teil rum. Ihr seht, dort ist schon wieder das Haus, die leeren Teiche. Coco ist auch dabei. Hier auch wieder schön hochwertiges Holz gepflanzt. Jetzt habt ihr wenigstens mal kurz meine Frau gesehen. Ich kann sie immer noch nicht überreden. Sie sagt, sie muss sich erst hübsch machen. Ja, dann sind wir jetzt rum um den hinteren Teil des Landes und ich habe jetzt schon das Gefühl, das Video wird sicherlich länger. Gesundheit! Das Video wird sicherlich länger als 30 Minuten werden wieder, weil ich doch so eine Labertasche bin. Aber ich vermute, ihr verzeiht mir das und habt Freude an dem Video. Wenn es euch gefallen hat, vergesst wie immer nicht den Daumen nach oben. Schreibt schön viele Kommentare, dann kann ich darauf eingehen. Schreibt rein, wenn ihr noch irgendwas speziell sehen wollt, mehr sehen wollt, ob das die Tiere sind. Wie gesagt, vom Haus, da mache ich noch mal ein Video. Und wenn ihr aber von der Solaranlage ein bisschen mehr wissen wollt oder von dem Wassersystem, schreibt es in die Kommentare. Ansonsten freue ich mich, wenn ihr abonniert, wenn ihr liked, wenn ihr teilt, dürft ihr alles tun. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal, euer René aus Thailand. I don't think that I'm being that selfish right now. You said yourself you'd be breaking every vow. I can understand you're tired of this town, and I'm not saying that we have to settle down now.